Wir spielen jeden Tag verschiedenste Rollen im wirklichen Leben. Und im LARP hat man halt die Möglichkeit, das nochmal in einem noch geschützteren Rahmen auszuprobieren. Es ist nur Spiel. Wir tun nur so. Es ist eine seltsame Wandlung, dass auf einmal etwas, wofür ich in der Schule noch ausgelacht wurde, jetzt etwas ist, was cool ist. Deutschland gilt als eine LARP-Hochburg. All die Kostüme sind so krass hier. Das ist halt so ein bisschen wie Harry Potter oder Game of Thrones. Man hat dann diese Experience, so als wäre man in dem Film. LARP kann krass sein. LARP kann sehr, sehr intensiv sein. Zum Schluss entsteht da einfach eine eigene Welt. Mein Name ist Tini, ich bin Vollzeitmusikerin seit ungefähr 5 Jahren. Und der Grund, warum ich das als Beruf mache, ist LARP, ist Live-Rollenspiel. Bei meinem allerersten Live-Rollenspiel bin ich in eine Taverne gekommen und da war ein Barde und der hat Musik gemacht. Folk, diese mittelalterlichen Balladen, aber auch so ein bisschen diese Trinklieder. Und ich habe das gehört und ich dachte, das will ich machen. So habe ich dann damals Gabria mir ausgedacht. Bei mir war es tatsächlich bei meiner Bardin so, ich habe ein Buch gelesen, da ging es um eine Magierin, die durch Musik Magie gewirkt hat. Und dann habe ich mir eben einen Charakter gemacht, der Magierin war, aber eben auch Interesse hatte für Musik und habe den Gabria genannt. Es war an einem klaren Frühlingsmorgen. LARP ist kurz für Live-Action-Roleplay. Das heißt, wir gewandten uns und treffen uns mit Freunden oder auch Unbekannten und dann schlüpfen wir in eine Rolle. Und normalerweise wählt man sich diese Rolle selbst und erschafft einen Charakter, einen Hintergrund, Name, Herkunft. Der hat einen Beruf, der hat Eigenschaften. Und dann spielt man den für ein Wochenende, vielleicht auch mal nur einen Abend. Und man schlüpft eben in diese Rolle und verkörpert die dann. Von tiefem Raben schwarz das Haar. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ein guter LARP-Charakter ist im Grunde 1/3 wie du selbst, 1/3 wie du gar nicht bist und 1/3 wie du gerne sein würdest. Und dementsprechend kann ich zum Beispiel eine Seite von mir nehmen und die einfach ins Extreme treiben. Also ich kann halt sagen, okay, ich bin vielleicht durchaus ein bisschen bossy manchmal, aber jetzt spiele ich einen Charakter, der ist einfach herrisch. Du kannst mir aber auch einen deiner Männer mitschicken oder ein paar. Ich überlege gerade, ob es auch nur einen gibt. Nein, 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 so spielen wir dieses Spiel nicht. Nein? Seit wann nicht? Du möchtest bezahlt werden. Sehr gerne helfe ich dir immer wieder weiter. Manche Dinge ändern sich doch nicht. Also wir spielen ja oft Rollen. In unserem Job vielleicht sind wir der und die Angestellte. Mit der Familie ist man dann liebevoller Vater oder man ist Freundin oder man ist einfach verschiedenste Rollen. Und im LARP hat man halt die Möglichkeit, das nochmal in einem noch geschützteren Rahmen auszuprobieren. Es ist nur Spiel. Wir tun nur so. Ich habe jetzt nach 8 Alben Anfang dieses Jahres mein erstes Soloalbum rausgebracht. Und als Künstlernamen habe ich mir Gabria ausgesucht, eben meinen Bardennamen.
weil da schließt sich für mich der Kreis. Das sind meine Wurzeln, aber das ist auch dieses moderne Badin-Sein ist halt das, was ich mache oder wo ich meine Musik sehe. Und ja, das habe ich auch hier im Tonstudio aufgenommen. Ach, Asansol, du Schöne, wie lang ist es schon her, dass an den Feind du fielest, dass deine Straßen leer. Ach, Asansol ist ein Stück, das im LARP entstanden ist, für LARP. Also es ist tatsächlich gesungene LARP-Geschichte. Eine Ballade zum Fall und zur Wiedereroberung einer Stadt. Und zwar von Asansol. Und das ist eine Stadt, die liegt in Mythodea. Mythodea ist eine Fantasy-Welt, wo 2 Jahrzehnte schon gespielt wird. Ganze Landstriche werden halt in verschiedenen Veranstaltungen bespielt. Für Leute ist das eben halt eine lebende, immersive Welt, wo sie ja, das ganze Jahr über theoretisch eintauchen können, wenn sie wollen. Man hat tatsächlich in Mythodea sehr viele Möglichkeiten. Also entweder man möchte wirklich als Held dorthin kommen und da arbeiten wir ja eben dran, dass man da möglichst viele Anknüpfpunkte hat, wo man einfach mal Held sein kann. Und wenn man dann aber als Nichtspieler kommt, eben als Bösewicht, hat man genauso eigentlich einen ganz guten Einstieg. Ich bin der Lester Lewandowski. Ich bin der Julian Navratil. Wir veranstalten mit dem Julian und unserer Chefin Ruth zusammen mehrere Veranstaltungen im Jahr im Bereich LARP. Die größte davon ist Conquest mit 10.000 Teilnehmern im Sommer. Ich larpe seit ungefähr 15 Jahren. Ich habe ganz frisch als Junglarper angefangen, als Kind. Da aber schon gleich volle Möhre. Da machen sich Eltern natürlich auch Sorgen. Was machen da Leute in dem Wald und warum tragen die vielleicht eine Rüstung oder eine Waffe? Und sind das dann echte Waffen? Und ich glaube, das sind so die ersten Vorurteile, dass man halt das nicht kennt und deswegen nicht weiß, was es ist. Bei mir ist es ähnlich. Früher habe ich auch fast nie über das Hobby geredet mit irgendwie Außenstehenden. Aber gesagt, ja, in meiner Freizeit bastel ich so ein bisschen, aber das war nie vordergründig Thema. Heutzutage, jetzt wo es auch tolles Bildmaterial gibt, da kann man auch ein bisschen mehr drüber reden und sagen, das ist halt so ein bisschen wie Harry Potter oder Game of Thrones. Man hat dann diese Experience, so als wäre man in dem Buch oder in dem Film. Ich brauche so 3 Monate für ein Kostüm, aber normalerweise arbeite ich an 3 simultan, sodass ich in einem Jahr eigentlich 4 Stück baue. Der Larper kann ein ganzes Jahr an einem Kostüm sitzen. Da kommt schon manchmal auch ein krasseres Kostüm mit mehr Details und mit mehr Tiefe und mit mehr Lagen raus als für so einen Film. Vor allem in Deutschland. Deutschland gilt als eine LARP-Hochburg, so, mit Polen auch, wo halt Leute auch aus Australien und den United States rüber pilgern, nur um hier zu larpen, weil die Kostüme sind so krass hier. Wir sind gerade hier auf der Ronnenburg, haben jetzt quasi unsere Sachen gepackt gehabt und einmal hierher gefahren. Wir sind hier, um ein paar Bilder zu schießen mit dem Paddy. So wie Sie hier gerade mal. Ein paar Aufnahmen zu machen, wie wir so in Rüstung durch die Gegend watscheln. Wir sind 2 Untote von Mythodea. Mal schauen, was sitzt noch, was sitzt nicht mehr, wo muss man noch mal nachbessern. Und da ist ja meistens so ein Fotoshooting auch eine gute Vorbereitung, bis es dann irgendwann auf den Veranstaltungen so richtig losgehen kann. Das ist einer meiner ältesten Charaktere. Das ist auch der erste, den ich jemals auf Mythodea mitgenommen habe. Der ist schon mittlerweile ein bisschen abgespeckt, weil Teile der Ausrüstung habe ich nicht mehr. Aber es ist so, wie es ist. Also da kommt jetzt ja noch ein bisschen was dazu. Und dann reicht das aber schon aus, um in die Schlacht zu gehen.
Mein Charakter ist der Sir Bowen from Bonewood Forest. Der ist als Loyal, also damit als untoter Ritter unterwegs von Mythodea. Dieser Charakter heißt der Baron von Amon und ist zu einem Raubbaron geworden, der das Land der Guten, der Lebenden, versucht in die Hände der Untoten zu spielen. Ich habe heute hier so ein bisschen leichtere Montur, weil ich keine Brustplatte trage. In der Regel kann man schon sagen, das bewegt sich immer alles so zwischen 20 und 40 Kilo, je nachdem, wie sehr man es übertreiben möchte. Es gibt Leute, die tragen unter der Brustplatte noch einen Plattenrock und die bringen dann schon mal 45 Kilo auf die Waage bei 40 Grad im Sommer. Wir beide kommen aus dem Statistenbereich. Wir spielen gerne die Helden und Schurken der zweiten Reihe, die umgeschnitten werden können von den Helden. Außer diese unglaublich tollen Monturen hat das eben schon seinen ganz eigenen Flair, der Bösewicht zu sein. Und eben mal Leuten wirklich Angst zu machen, mit denen so zu spielen, dass sie einen auch vielleicht besiegen möchten. Dass es eben dieser Heldenmoment für die Helden dann einfach größer wird, weil man eben so ein besonders fieser und gemeiner Bösewicht war. Wenn zum Beispiel der Julian jetzt seinen Helm aufhat in dieses Visier, das ist sehr entmenschlichend. Das ist etwas Fremdes, was man fürchtet. Das ist breit, das ist schwer, das ist laut, wenn er sich bewegt. Und dann haben wir auch normalerweise weiße Kontaktlinsen drin, die haben wir jetzt nicht da. Das sieht schon echt gruselig aus. Und wenn dann eben halt 500 Leute hinter einem stehen in ähnlicher Montur und alle einen geeinten Schlachtruf haben gegen das Leben, gegen die Guten, da kriegen die Leute Angst. Das Gehirn kann ich trennen. Wenn ich Angst habe im Spiel, dann ist Adrenalin da. Wenn dann gerade bei der Anfangsschlacht oder bei der Endschlacht wirklich mal 3000 Leute, vielleicht auch mal 4000 Leute, das ist ganz schwer abzuschätzen, da stehen und darauf warten, okay, es geht los, vielleicht schon die Waffen gegen die Schilde schlagen und dann so langsam anfangen, auf dich zuzulaufen, immer schneller werden und anfangen zu rennen. Das ist atemberaubend. Ich bin Manuela Feuerbach und ich larpe seit ungefähr 6 Jahren. Woher kommt das? Schon als Kind Fantasy-Romane geliebt. Ja, und dann irgendwann beschlossen, okay, das reicht mir nicht mehr. Ich will das selbst erleben, ich will mitmachen. Mein Name ist Patrick Müller, mich kennt aber jeder als Piet. Und ich bin über die Schiene, dass ich auf Mittelaltermärkte gegangen bin, zum LARP gekommen, habe dann Leute getroffen, die das machen und habe mich dann mal angeschlossen und bin dabei geblieben. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ist LARP, sondern ich war dann so, okay, das ist wahrscheinlich Mittelaltermarkt, aber da rennen halt auch noch Elfenzwerge und Orks rum. Nee, ist überhaupt nicht der Fall. Er zog vor Wut die Lebenden vor seiner Hand! Beim LARP denkt man sich ja eine Rolle aus. Da bin ich dann nicht mehr Manu, sondern da bin ich zum Beispiel Mel. Das ist meine Wächterin. Die geht dann auch mit ins Schlachtengetümmel. Mein Charakter ist auch Wächter, also ich bin dann auch bei der kämpfenden Truppe dabei. Und das ist, glaube ich, mein 3. Charakter. Der andere ist tatsächlich im Spiel mal gestorben, dann brauchte ich einen neuen. Und den könnte man dann schon als ehrenhaft bezeichnen. Der Regent verschafft sich nochmal Überblick und dann geht's gleich los. Sehr gut. Schwerter! Du weißt, wo du da hin musst? Ich will was sehen! Donnerfall! Sophie!
Es geht tatsächlich darum, sich eine Welt aufzubauen, die nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist jetzt nicht so diese Träumerei, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sondern das ist auch ein Ausbrechen aus dem Alltag. Freitags geht man aus dem Büro raus, dann packt man seine Sachen zusammen, dann ist man ein Wochenende Krieger. Die Waffen sind auch ganz leicht. Ja, die kann man auch mit 2 Fingern hochheben, gar kein Problem. Das ist eine Mischung aus Schaumstoff und Latex einfach. Und Farbe. Ich kann das so zusammenbiegen, das ist ganz weich, das ist wie ein Kissen. Es gibt so ein bisschen so die Regel, irgendwie man sollte so eine Labwaffe haben. Aber ich persönlich habe ewig keine mehr benutzt, weil ich größtenteils Charaktere bespiele, die nicht kämpfen. Ich finde das sehr viel entspannter inzwischen. Und es gibt eine Menge Leute, bei denen das ähnlich ist. Ich bin Mayri Stritter von Orkenspalter TV. Das ist ein Kanal auf YouTube und auf Twitch. Da geht es um Rollenspiel in all seinen Formen und dementsprechend auch um LARP. Mein Job dabei ist zu großen Teil vor der Kamera. Ich bin diejenige, die dann ihr Gesicht in die Kamera hält. Und eben, wenn wir Berichte von LARP-Veranstaltungen machen, da dann eben in Kostüm und allem durch die Gegend laufen und mich mit Leuten unterhalten. Wir sind hier auf einem LARP und wie die stark gedämpfte Beleuchtung vielleicht verrät, auf einem Vampire-LARP. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich habe einfach mal ein Kostüm zusammengestellt und mich als Mirialania, also als Star Wars Alien grün angemalt. Merle ist tatsächlich gerade auf uns zugegangen, weil sie, glaube ich, uns ein bisschen aus dem Internet kennt. Wir haben nicht vor, Leute bloßzustellen oder das Hobby als albern darzustellen, sondern wir sind ja selber LARPer und wollen da hingehen. Und dementsprechend akzeptieren die allermeisten, dass wir da sind und dass wir auch drehen. Doch ich rufe den 12. Vater Ingrim, steh uns bei! Ich rufe zu dir! Lasse deine Schmieden die Hand führen! Meinen Hammer! LARP ist ein großes Improvisationstheater. Alle kriegen ein grobes Handout oder ein Skript oder bringen selber mit, was für eine Figur sie spielen. Aber dann müssen sie auf alle Situationen, die auf einen zukommen, einfach dann halt spontan reagieren. Wir haben 50.000 Abonnenten auf YouTube. Ich müsste schauen, wie viel 1000 auf Twitch. Das ist, sag ich mal, für Special Interest, also Leute, die sich nur mit dieser Szene beschäftigen, in Deutschland die größte Plattform. Wir sind tatsächlich, was das angeht, die, denke ich, erfolgreichsten in Deutschland. Der Charakter, den ich am häufigsten gespielt habe, das ist eine Priesterin der Gottheit, der Liebe, der Leidenschaft und des Weins, Raya. Mit der fühle ich mich sehr wohl und irgendwie habe ich die immer wieder ausgepackt, wenn ich auf Veranstaltungen gegangen bin. Für mich ist LARP ein bisschen eine Selbsttherapie. Dazu muss man sagen, dass ich sehr schwanke zwischen extrovertiert und sehr introvertiert. Dass ich vor allen Dingen, als ich angefangen habe als Teenager, der Meinung war, ich hätte eine Menge Probleme. Und für mich LARP bedeutet hat, dass ich mit Leuten umgeben war, die sind wie ich. Also die sich für Fantasy- und Science-Fiction-Literatur interessieren, die Rollenspiele spielen, die gerne Kostüme anziehen und so tun, als wären sie andere Leute. Also erstmal sozusagen einfach ein Umfeld, das anders war als mein Alltag, als die Schule. Und mit der Zeit ist es auch immer mehr so geworden, dass es für mich auch bedeutet, Urlaub von meiner eigentlichen Persönlichkeit zu machen, sozusagen. Ich bin im wahren Leben oft sehr schüchtern, aber ich kann eine Rolle annehmen im LARP, die nicht so ist. Und das tut gut. Und ich kann das vor allen Dingen machen in einem sicheren Umfeld, weil es ist ein Spiel. Werte Freunde und die es gerne werden wollen, ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem kleinen Schlösschen Faggio. Willkommen zu den letzten Stunden, die ich noch vor der Ehe hier verbringen darf. Wer sich an diese Gebote halten will, der ist herzlich eingeladen im Schloss der Götter. Ich
halte das für absolut entscheidend und für die geistige Gesundheit durchaus auch wichtig, dass man spielt und weiterhin spielerische Situationen erlebt. Wir nutzen natürlich auch Bild- und Videomaterial für Trailer, die zeigt man dann und dann sagen Leute, ist es ein Film? Dann sagen wir, nein, das ist ein Erlebnis, das ist ein Produkt, das verkaufen wir, möchtest du teilnehmen? Wenn ich heute jetzt jemandem erzähle, so, hey, ich mache Lab, dann habe ich eigentlich immer ein Bild oder ein Video auf dem Handy. Und zeig dann so, hier, guck mal. Und dann, wow, cool. Und, oh, bist das echt du? Heute habe ich mir eine Tunika hergenommen, die ich schon vor einer Weile geschneidert habe. Und die möchte ich noch ein bisschen schicker machen. Die Idee ist, dass ich hier jetzt so ein bisschen keltische Knotenmuster sticke. Nähen habe ich mir tatsächlich für Lab selber beigebracht. Es spart einfach einen Haufen Geld, selber Dinge zu machen. Und man kann auch freier gestalten, wie man aussehen möchte. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Inspiration aus einem Film nehme, ein Kleid in der Art finde ich gut. Wenn ich sowas dann kaufen möchte, finde ich es entweder nicht, weil es das gar nicht auf dem Markt gibt, oder ich habe einfach nicht das Kleingeld dafür. Mit dem Lab ist das passiert, was mit jeder Szene passiert, die groß genug wird. Leute merken, man kann Geld damit machen. Und dann kommen andere Erwartungen hinein. Und ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, ob ich da hingehen kann, ohne dass die Leute mich auslachen, weil ich nicht das Geld habe, mir direkt eine Ausrüstung zu kaufen für ein Hobby, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es mir gefällt. Wir sind hier auf einem Zeltplatz in der Nähe von Kassel und hier findet eine Lab-Convention statt. Und es ist mehr oder weniger ein Familientreffen, wo man auch eine Rolle spielt. In erster Linie sind wir tatsächlich als Orgenspalter TV hier und werden einen kleinen Bericht darüber machen, so ein bisschen wie die Szene auch wieder startet und wieder anläuft. Und läuft. Wir sind auf Wegekreuz. Das ist eine kleine und familiäre Convention, die mit einem aventurischen Hintergrund ausgestattet ist. Also wir spielen in der Welt von Das Schwarze Auge und die weniger Wert auf Plot und mehr darauf legt, dass wir hier das Ambiente genießen können. Das sind die von den Sweet. Und da hinten sogar noch eine Feuerschale ohne. Ja, genau. Ich hatte eben auch zwischenzeitlich Die Schwester können mich vorstellen, aber ansonsten, ich bin Anasuya Rayamora Hohelied aus dem Tempel zu Belhanke. Bitte schön. Sehr erfreut. Kasimir Tarifsin, eben Samir, war das hier aus der Jungle Camp. Oh. Da war ich noch nie. Ich sofort wieder, ich musste nur Samir kurz ausweichen. Und dann lege ich mich wieder zur Seite. Wegekreuz ist etwas, was man Ambiente Lab häufig auch nennt. Das unterscheidet es von Plot Lab. Bei Plot Lab passieren große Dinge und man muss hin und her laufen und nachts greifen Leute an. Und Ambiente sagt, sowas passiert hier nicht. Hier geht es nur darum, in seiner Rolle zu sein und zu entspannen. Grausam und schrecklich, fast unerträglich zeigt sich die Nacht im schwarzen Bach. Ältester Glaube unserer Ahnen, längst noch nicht tot, hier spürst du ihn noch. So eine Convention auf so einem, ja, im Grunde Zeltplatz, Jugendheim und dergleichen ist für mich sehr nostalgisch. Weil so habe ich angefangen zu laben. Und irgendwann gab es dann viel auf Bogen und hier was Schickes und da was Schönes und so. Das ist wieder so ein bisschen so fast back to the roots. Das ist so ein gemütliches Zeltlager einfach. Mein Name ist Jan Fey. Ich veranstalte hier an diesem Wochenende mit meinem Team zusammen Wegekreuz. Ich bin der Wirt im hiesigen Tavernenzelt. Das ist das Zentrum dieses Lagers.
Und so findet mich jeder, der mich braucht. Und ich kriege eigentlich alles mit, das ist ganz wichtig. Jadira! 20 Jahre lang haben wir Abenteuerkunst gemacht. Das lief sich wunderbar mit allem vereinbaren, solange man Student ist, ungebunden und sehr viel Zeit hat. Das geht jetzt heute nicht mehr so in der Form. Und deswegen haben wir das ein bisschen eingedampft und haben uns überlegt, was können wir machen für Leute, die, wie wir jetzt inzwischen berufstätig sind, Kinder haben und die einfach auch mal mit ihren Kindern auf den Lab kommen wollen. Kinder müssen immer ein bisschen abgeholt werden. Irgendjemand wird angelaufen kommen und wird etwas aufgeregt erzählen. Ein Ork! Ein Schwarzpelz! Hier! Ein Ork ist in den Wald. Das wird er natürlich tun, wo sich am besten eine Kindergruppe befindet. Und dann sollen die natürlich ein bisschen auf Abenteuer gehen. Er wird nicht angegriffen. Ich will erst wissen, was er von uns will. Wir hatten hier schon häufiger Begegnungen mit einem Ork und er war immer friedlich. Laufen runter. Ich glaube auch, dass die Kinder hier mitnehmen, wenn hier andere Wesenheiten auftauchen und man die nicht sofort verprügelt, sondern dass man mit denen halt versucht zu interagieren und mit denen irgendwie zu sprechen oder so. Ich habe schon den Eindruck, dass die Kinder hier auch eine ganze Menge an Toleranz und sozialem Verhalten lernen. Die Erwachsenen hoffe ich, dass die das alles schon mal gelernt haben, aber auch die sollten ansonsten hier sicherlich noch was mitnehmen können. Die Leute haben halt hier die Gelegenheit, zwischen den Cons einfach mal auch ihre Metaplots zu Ende zu spielen. Viel Interaktion, das ist uns eigentlich das Wichtigste, dass die Kinder... Es ist immer ein bisschen seltsam, wenn man gleichzeitig auf einen Bericht hier ist, weil man darauf achten muss, dass man halt sich auch die Zeit nimmt, den Bericht zu machen und nicht einfach die ganze Zeit nur mit Freunden redet. Es sind viele dabei, es ist ein bisschen altersabhängig. Bleib ruhig da stehen und frag einfach nochmal, was hier gerade passiert. Ich muss dazu sagen, dass Niki nicht eigentlich in ihrem wahren Leben Schmuckherstellerin ist vom Beruf her, sondern das ist alles fürs Hobby. Ich bin im echten Leben Psychologin. Da habe ich wenig mit Handwerk zu tun, da entsteht wenig und es ist einfach eine sehr, sehr gute Abwechslung, mal was zu machen, wo was Schönes dabei rauskommt, wo man kreativ sein kann, wo man Sachen herstellen kann. Warum wir die Con-Berichte machen, das ist einmal den Leuten klar zu machen, was ist das überhaupt für ein Hobby. Und damit dann auch Leute vielleicht dazu zu bringen, selber mitzuspielen. Und andersrum ist es natürlich auch für die Leute, die die Veranstaltung machen, schön hinterher quasi ein Dokument zu haben von dem, was sie getan haben. Auf jeden Fall werde ich jetzt noch die Zeit, wenn die Kamera weggepackt wird, nutzen, um mich einfach mit Leuten zu unterhalten, die ich lange nicht gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass ein gewisser Hunger da ist, wieder zu starten. Conquest, was jetzt ansteht, das 10.000-Mann-Event. Wir haben erst vor 3 Monaten das Go bekommen, dass wir auch wirklich veranstalten können. Jetzt ist alles sehr gehetzt. Die Leute da draußen durften 2,5 Jahre nicht auf so eine große Veranstaltung, weil das einfach nicht möglich war. Und das ist natürlich auch was, dass da bestimmt viel Erwartungen drauf sind.